Willkommen im atemberaubenden Bryce Canyon. Heute erkunden wir gemeinsam mit dir diese einzigartigen Landschaften und bizarren Felsformationen, die dich im Bryce Canyon erwarten. Bleibe also jetzt dran. Bevor du dein Abenteuer im Bryce Canyon beginnst, empfiehlt es sich, das Visitor Center zu besuchen. Du kannst dich hier über die Geologie, Flora und Fauna des Parks informieren, Wasser kaufen, nochmal auf die Toilette gehen und dein Abenteuer richtig planen, sofern du es nicht schon vorher geplant hast. Sunset Point ist eine beliebte Aussichtsplattform hier im Bryce Canyon. Von hier aus hast du einen wunderbaren Blick auf das Bryce Amphitheater. Der Punkt heißt deshalb Sunset Point, weil du bei Sonnenuntergang diese Aussicht, diese Felsen, die werden getaucht in verschiedene Rot-, Orange- und Gelbtöne. Das macht es zu etwas ganz Besonderem. Vom Sunset Point aus gibt es auch verschiedene Wanderwege. Der Bryce Canyon liegt zwischen 2400 und 2800 Metern Höhe. Du solltest dir dieser Höhe bewusst sein, denn bei manchen Menschen kann diese Höhe zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Kurzatmigkeit oder Kopfschmerzen führen. Das Bryce Amphitheater ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten hier im Bryce Canyon National Park. Du siehst hinter mir halbkreisförmige, angeordnete, wie so Felsnadeln, die man Hoodoos nennt. Diese Nadeln sind 60 Meter hoch und bilden, wie gesagt, einen Halbkreis, was an ein Amphitheater erinnert. Von dort aus kannst du auch verschiedene Wanderungen machen durch das ganze Bryce Canyon Tal. Der Bryce Canyon ist bekannt für seine Hoodoos. Was sind die Hoodoos? Ganz einfach. Das sind Steinsäulen, Felssäulen, die durch Erosion entstanden sind. Sie sehen etwas bizarr aus, sind bis zu 60 Meter hoch und sind einzigartig, was den ganzen Park zu etwas Besonderem und zu einem Besuchermagneten macht. Das Wort Hoodoo kommt übrigens aus der Navajo-Sprache und die hatten halt früher ja keine Schrift, wie wir das kennen, sondern nur ihre Piktogramme, Petroglyphen. Und Hoodoo bedeutet furchtbar, erschreckend, und so haben diese Dinge ihren Namen bekommen, weil sie gedacht haben, dass die Götter hier Gäste einladen, und wenn die unfreundlich waren, sind die zu Stein erstarrt, und so sind diese Hoodoos entstanden. Der Navajo Loop Trail beginnt hier am Sunset Point. Es ist ein kurzer Rundweg, aber steil. Er führt durch enge Schluchten und durch Felstore, und Teile davon haben den Namen Wall Street erhalten. Er endet übrigens am Amphitheater und ist einer der bekanntesten, wie gesagt. Das Wetter im Bryce Canyon kann unberechenbar sein. Im Winter kann es Schnee,
Eis und wirklich tiefe Temperaturen geben, während es im Sommer sehr trocken, heiß und warm werden kann. Wie du jetzt siehst, wir tragen Sonnenbrillen, es sind aber irgendwie nur 6 oder 7 Grad, aber die Sonne scheint und dadurch ist es doch sehr warm, sodass wir trotz der einstelligen Temperatur nur im Pullover rumlaufen, aber die Sonne scheint wirklich stark, deswegen auch die Sonnenbrillen. Und wenn du hierher kommst, solltest du auf jeden Fall für jedes Wetter gerüstet sein und vorher überprüfen, wie das Wetter ist, damit du entsprechend gekleidet herkommst. Inspiration Point ist eine weitere Aussichtsplattform hier im Bryce Canyon. Auf 2438 Meter Höhe kannst du die Aussicht genießen. Du kannst mit einem Shuttlebus oder mit dem Auto bis zu einem Plateau fahren und musst dann aber einen relativ steilen, aber kurzen Weg hochlaufen, um diese Aussicht zu genießen. Wenn du am Inspiration Point bist und immer noch nicht genug hast von dieser wunderbaren Aussicht, dann kannst du noch ein bisschen weitergehen, nämlich hier oben zum Bryce Point. Der liegt auf 2500 Meter Höhe. Aber natürlich musst du nicht laufen, sondern hier fahren auch Shuttlebusse hoch oder du kannst auch mit dem eigenen Fahrzeug hochfahren und diese wunderbare Aussicht nach hinten rum eben auch mal in die andere Richtung genießen. Der Bryce Canyon National Park ist übrigens ein Dark Sky Park. Das heißt, dass es hier nachts kaum Lichtverschmutzung gibt, was dazu führt, dass du einen besonders tollen Sternenhimmel hast. Und wenn du Nachtfotografie machen möchtest, dann lohnt es sich, hier vorbeizukommen, denn hier gibt es kaum Lichtverschmutzung, somit viel Sternenhimmel und wunderbar für Nachtaufnahmen. Natural Bridge ist eine natürlich entstandene Steinbrücke, die über Jahrmillionen durch Wind und Wetter einfach sozusagen dieses Loch entstanden ist, was im Grunde genommen eigentlich eher ein Arch ist als eine Brücke. Sie ist 28 Meter hoch und 34 Meter breit. Das war der Bryce Canyon. Ich hoffe, du konntest einiges von dieser atemberaubenden Landschaft für dich aufsaugen, mitnehmen und weißt, was du hier machen kannst und wie du den Bryce Canyon erleben kannst. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, denn viele der Zuschauer sind noch nicht abonniert. Das ist aber sehr, sehr wichtig. Und YouTube schlägt dir hier neben mir ein Video vor, welches du jetzt unbedingt anschauen solltest. Ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jetzt hier nächstes Video anklicken.